Das riecht tatsächlich exakt genauso. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo vom Pomadeshop. Es geht wie immer um eine mittelfeste oder weiche Pomade bei mir, um eine ölbasierte natürlich. Und bevor ich loslege, möchte ich noch einmal kurz vielen Dank sagen für all eure Abos und Kommentare und Daumen nach oben. Bitte macht das weiterhin, da freuen wir uns riesig drüber. Also wenn ihr noch nicht auf den Abo-Knopf geklickt habt, dann ist der da unten. Einmal draufklicken und ihr verpasst keine unserer folgenden Videos. Um was geht es heute? Um die Murray's Small Batch 50/50. Das ist eine Pomade, die habe ich sehr, sehr gerne. Die gehört zu meinen, ja, mindestens zu den Top 10 Pomaden. Und jetzt sage ich gleich mal warum. Jetzt ist es so, die ist komplett jungfräulich, aber ich habe hier trotzdem Pomade an dem Finger. Wie kann das denn sein? Kann man hier, nee, nicht hier, am Deckel kann man das nämlich sehen. Steht drauf 50% Original Murray's und 50% Excellento. Ja, also ihr kennt die Murray's Superior, das ist die Original Murray's. Da hat der Alex schon mal ein Review gemacht, den Link seht ihr da oben. Und ihr kennt auch die Excellento. Die habe ich schon mal reviewed, den Link, den seht ihr gleich nachfolgend da oben. Eine sehr weiche Pomade ist die Excellento, eine ziemlich feste Pomade ist dafür die Superior. Und wenn man jetzt die beiden zusammenmischt, dann kriegt man eine mittelfeste Pomade und zwar exakt die Murray's Small Batch 50/50. Und ich habe mir hier einfach am Finger schon mal die zwei Pomaden zusammengemischt, um zu testen, ob es wirklich genauso ist, und es riecht exakt genauso. Von Duft gehe ich gleich noch ein. Jetzt mache ich mir erstmal den Finger hier sauber. So. Also ich zeige euch erstmal nochmal die Dose. Das ist so die normale orangene Murray's Dose, aber hier auf dem Deckel drauf hat man halt diesen stylischen Rockabilly-Wolf mit Tolle und die zwei Nautical Stars und halt hier diese verratzte Schrift, dass es das Ganze ein bisschen rebellischer und rockiger macht. Und dann schauen wir uns dann nochmal das Innenleben an. Das ist halt wieder diese normale gelbliche Farbe, wie es halt bei klassischen Pomaden immer ist. Und der Duft ist jetzt eben, ja gut, ein Mix aus dem nostalgischen Duft der Excellento, so ein bisschen petroleummäßig, und der süßlich-pudrigen Superior. Ist zusammengemischt halt so ein, ja, schon noch nostalgischer Duft, aber nicht zu kräftig, geht auch ein bisschen ins Moderne rein, also kann man auch problemlos als Fan von modernen Düften benutzen. Immer noch so eine leichte Süße mit drin, aber auch herb. Einfach ein sehr einzigartiger, schöner Duft. Und dann legen wir jetzt mal los, aber zuerst mache ich mir einen Hair Tonic rein. Da benutze ich heute das Jerry's Hair Tonic mit Öl, eins der klassischsten Hair Tonics, die es gibt, mit einem schön dezenten Duft, damit auch der Duft der Pomade nicht gestört wird und einfach das Einarbeiten auch leichter geht. Einfach ein bisschen Spritzer von dem Hair Tonic ins Haar. Wichtig bei Jerry's mit Öl vorher schütteln, weil da sind keine Emulgatoren drin, das heißt das Alkoholgemisch vermischt sich nicht mit dem Öl, da schwimmt das Öl immer oben drauf, sieht man jetzt hier nicht mehr, weil ich schon geschüttelt habe, aber wenn man dann schüttelt, dann verbinden sie sich einigermaßen, dann kann man es schön anwenden. So, einfach schön die Haare einarbeiten, dann duftet es schön und man hat einfach schon mal so eine leicht vorfrisierte Frisur wie jetzt. So, dann legen wir mit der Pomade los. Ich mag die deswegen so gerne, weil es wieder so eine richtig schön klebrig, schmierige, mittelfeste Pomade ist in dem Fall. Also die zieht schön Fäden, aber gut, jetzt sind die Temperaturen hier auch ein bisschen wärmer, wir sind ja gerade im Sommer. Da wird die auch ein bisschen weicher, aber die ist auch generell, auch im Winter, ist die schön geschmeidig und lässt sich super in den Händen verreiben und wirklich gar kein Problem. Und dann gehen wir da mal damit mal in die Haare rein. Und das klappt auch wie gewohnt wunderbar mit einer weichen oder mittelfesten Pomade, natürlich eine mittelfeste in dem Fall. Erinnere mich jetzt auch mal wieder an die Orange Dex oder an die Sweet Georgia Brown, um einen Vergleich zu nennen. Vielleicht auch so ein bisschen Fat Cop Soft, wobei die nicht ganz so klebrig war, aber die ist es dafür. Und natürlich muss ich einen zweiten Finger nachnehmen, weil ich nehme ja immer relativ viel Pomade, damit es schön glänzt. Und durch die Excellento, die da drin ist, die ja sehr viel Öl enthält und eine sehr krasse Glanzpomade ist, glänzt die Pomade auch echt nicht schlecht. Aber die Superior, die da drin mitspielt, die sorgt dann auch für so wenigstens ein bisschen Halt. Natürlich nicht ganz so fest, die wird natürlich schön aufgeweicht durch die Excellento, aber es ist ein mittelfester Halt zu erwarten und den kriegt man auch. So, den Kamm, den ich heute nehme, ist der Griffkamm von Uppercut, der BB7.
Der eignet sich super für eigentlich alle möglichen Pomaden, auch für feste, weil er schön stabil ist, schön dick und man hat diesen festen Griff in der Hand. Und dann gehe ich damit jetzt mal durch. Und das geht wie gewohnt, super easy, super geil. Meine Haare halten schön zusammen aufgrund der Klebrigkeit, das mag ich immer sehr gerne. Lassen sich super hinlegen, nehmen das Volumen, das ich habe, so ein bisschen raus. Ich mag ja nicht unbedingt die Riesentolle haben, ich mag, wenn meine Haare ein bisschen gelegter aussehen, nur vorne ein bisschen Volumen haben. Da eignet sich die Pomade einfach auch super für, weil sie macht genug Gewicht, dass sie hinten die Haare hinlegt, aber auch nicht so viel, dass sie vorne runterklatschen, sondern dass ich vorne immer noch das Volumen so ein bisschen reinkriege. Der Duft ist nicht super präsent, also kann sein, dass ihr den vielleicht mal hin und wieder den Tag über so ein bisschen wahrnehmt, aber im Grunde ist der sehr dezent und verfliegt auch so zum größten Teil relativ schnell wieder. So, dann bin ich soweit, denke ich mal, erstmal zufrieden. Vom Glanz her, den kann ich euch gleich mal zeigen. Der ist natürlich, wie gesagt, ist schon was da. Nicht ganz so krass, wie wenn ich jetzt nur die Excellento reingeschmiert hätte natürlich. Ne? Das Wachs von der Superior, das wirkt ihm so ein bisschen entgegen. Aber es ist durchaus einiges an Glanz da. Mag ich ja sehr gerne. So im Medium-Bereich würde ich sagen. Nicht zu matt, aber auch nicht zu ölig. Schön elegant. So. Vom Halt her ist sie perfekten Medium-Bereich, würde ich sagen. Vielleicht ein klein wenig weicher als so zum Beispiel eine Voodoo Island oder eine Pompey Smooth oder sowas, aber trotzdem im Medium-Bereich anzusiedeln. Ein absoluter Klassiker. Mary's ist ja so eine der Traditionspomadenmarken, wenn nicht vielleicht sogar die Traditionspomadenmarke. Und wem die Superior einfach zu fest ist und die Excellento zu weich, der ist einfach mit dieser Small Batch perfekt beraten. Also kann ich echt empfehlen, ist eine saugeile Pomade, ist ein perfekter Klassiker, hat eine saugeile, rockige Dose. Und die kriegt ihr auf jeden Fall bei uns, die kriegt ihr bestimmt auch in einigen Barbershops, weil die gibt es schon relativ lange und ist ein echter Klassiker. Dann würde ich sagen, bin ich hiermit soweit erstmal fertig. Ich würde ganz gerne nochmal ans Abo erinnern und mich nochmal bedanken für alle Kommentare und Daumen. Bitte auch unter diesem Video gerne kommentieren und einen Daumen nach oben geben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht es gut. Dafür.